Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und heute befinden wir uns auf dem amerikanischen Server. Ich hatte mir jetzt mal den ausgesucht, um mal so ein bisschen, ein bisschen aufzuholen, weil wir ja jetzt am Wochenende gut, reingewirtet haben. Ich hatte hier jetzt fast gar nichts gemacht, das komplette Wochenende über. Und mal gucken, wie weit wir kommen werden. Ja, es fehlt hier natürlich noch vorne und hinten. Das Sammelalbum müsste gepusht werden. Ich müsste mich neu equippen. Zuallererst mal schauen wir, dass wir ein bisschen vielleicht in den Dungeons vorankommen, uns einmal neu equippen werden und ein paar Level gut machen. Ich hatte, wie gesagt, eigentlich fast nur meine Alu hier gespielt, jetzt das Wochenende mehr nicht. Und das habe ich dann in die Ausbauten gepackt, um einigermaßen zu performen. Ist natürlich auch noch alles andere als gut, sage ich mal, aber dafür bräuchten wir ein höheres Level, um mehr Gold zu farmen, um bessere Ausbauten dementsprechend haben zu können. Und ja, ich habe also sogar auch schon die Festung, wo ich auch grandioserweise noch überhaupt nichts gemacht habe, ja. Deswegen würde ich sagen, fangen wir da erstmal mit als allererstes an und knallen uns das erstmal hier so ein bisschen hoch. Zum Anfang machen wir die Festung und Arbeiterquartier im Wechsel. Warum immer im Wechsel? Weil wenn ihr das Arbeiterquartier natürlich hochknallt, braucht ihr natürlich weniger Pilzkosten. Ja, ich weiß nicht, ich kann euch das mal vorführen. Das ist zwar jetzt ziemlicher Ressourcen-Waste, aber ich spiele jetzt sowieso nicht langfristig hier drauf. Sagen wir mal, obwohl man sieht es ja auch an der Dauer der Stunden, sag ich mal, was man dann ja wiederum in Pilze umrechnen könnte. Und 10 Minuten sind ja ein Pilz quasi umgerechnet. Und deswegen kann man das sicher ableiten, dann brauche ich hier jetzt nichts verschwenden. 6 Stunden 24. Wir skippen den einmal, den Kollegen, und dann sind wir hier bei 6 Stunden. Ja, hat jetzt ein paar Pilze gespart. Ist aber so auf jeden Fall erstmal die gängige Strategie, erstmal beides bis 6 hochzuziehen. Wir ziehen einmal die Edelsteinmine auf Stufe 1 hoch und was wir jetzt erstmal machen, ist dann erstmal für die Gilde die Ritterhalle nachziehen auf Stufe 6 und jetzt würde man quasi, also das ist erstmal so eure Grundkonstruktion, sag ich mal. Jetzt würde man anfangen, quasi hier die Kaserne ein bisschen hochzuknallen, damit wir auch dementsprechend unsere Teilschutztaktik, wenn wir denn welche machen würden, verfolgen. Und dementsprechend, kann man sich jetzt aussuchen, man könnte mit den restlichen Ressourcen Festung entweder nochmal einmal auf 7 knallen oder Kaserne ein bisschen hochknallen. Man kann hier auch ein paar in die Schatzkammer ein paar Punkte reinnehmen, wenn ein das Inventar zu klein wird, ne? Aber das ist erstmal so das Wichtigste, was ihr macht. Was ich jetzt machen werde, ist, weil ich keine Teilschutztaktik verfolge, werde ich die Kaserne auch nicht hochleveln. Hier werde ich auch keinen großartigen Mehrwert draus ziehen. Müsst ihr natürlich aber auch nachher, wenn ihr normal spielen wollt mit Teilschutztaktik, Steinbruch und Holzfällerhütte hochziehen, weil ihr natürlich auch für euren Partner attraktiv wirken wollt. Ja? Ist wie überall im Leben. Ja? Und deswegen euren Teilschutzpartner dann in dem Sinne, weil umso höher ihr eure Ressourcengebäude habt, umso mehr hat dann eben halt auch eben euer Gegenüber in der Teilschutztaktik und dort könnt ihr dann halt eben auch Mehrwert für euer Gegenüber setzen. Was ich machen werde, ist, ich werde jetzt hier die Festung hochknallen, werde dann die Ritterhalle, wenn ich die Ressourcen habe, die habe ich jetzt noch nicht, auf 7 ziehen und dann bin ich meiner Gilde erstmal schon mal wieder ein bisschen besser gegenübergestellt. Das ist erstmal so das Mindeste. Genau, ansonsten dadurch, dass ich alles in die Gilde gesteckt habe an Gold bisher, habe ich fast noch nichts in die Stat-Punkte getan, was mir natürlich jetzt noch so ein bisschen hinterherhinkt auf jeden Fall. Deswegen machen wir das jetzt erstmal und ihr seht, ich bin hier immer noch auf den kompletten Anfangskosten hier, was die Skills und sowas angeht. Diesbezüglich haben wir da auch einiges aufzuholen und schauen erstmal, ob wir so überhaupt jetzt ein bisschen weiterkommen hier im Level, bevor wir jetzt uns überhaupt erstmal darauf konzentrieren, neues Equipment zu holen. Es ist natürlich erstmal jetzt wichtig, so ein bisschen die Skillpunkte nach vorne zu treiben, um
überhaupt erstmal hier ein bisschen weiterzukommen, dementsprechend Level aufzubauen, besseres Equipment zu finden. Ja. Wir schauen mal gegen den Kundschafter, ob wir hier irgendwie Land sehen. Wir spielen ja hier, wie gesagt, als Nekromant und dort ist es halt ziemlich random, wie teilweise die Versuche ausgehen werden. Der Gegner hier, der könnte auch liegen im Idealfall, aber die Tries, die man jetzt hier so sieht, versprechen erstmal so das Gegenteil, sag ich mal. Ne? Also es sieht hier alles andere als gut aus. Das ist halt eben so dieser große Random-Faktor als Nekromant. Wenn du da mit den Hounds reinkrittest, dann bist du auch gut am Start. In dem Fall sah jetzt aber erstmal der Magier jetzt hier ein bisschen besser aus, auf jeden Fall. Also die Tries sahen da besser aus. Aber hier können wir halt leider nicht von unseren Angriffen großartig profitieren. Das heißt, wir haben hier kein großartiges Potenzial, ein übermäßig oder ein Verhältnis überstarken Try zu haben im Vergleich zum Kundschafter, weil wir halt hier gegen einen Magier kämpfen und ja, wir halt eben immer nur mehr oder weniger die gleichen Ergebnisse erwarten, weil wir hier keinen Random-Faktor großartig drin haben, weil er ja eben unsere ja, Skills, sag ich mal, kontern kann als Magier. Deswegen würde ich mal behaupten, wir setzen mal so grundlegend auf ein neues Equipment, beziehungsweise holen uns erstmal schon mal die mittleren Tränke ran, beziehungsweise vielleicht müssen wir auch darauf achten, hier gesockelte Gegenstände schon zu finden. Ich weiß nicht, was sagt die Ritterhalle momentan? Ausbau, ach nee, warte mal, da bin ich immer noch mal ab und zu ein bisschen lost. Übersicht. Ritterhalle 69, ja, lol. Es ist natürlich jetzt nicht großartig so, aber... Oh, das ist ein guter... Oh. Das ist ein sehr schöner Ring. Das muss man mal so festhalten. Ja, wir gucken einfach mal, was wir kriegen. Den mittleren Trank, den nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Und halten erstmal jetzt Ausschau nach gesockelten Gegenständen hauptsächlich. Wir brauchen auch ein bisschen Gold. Ich würde sagen, wir machen mal eine Quest. Ja, ist zwar jetzt vielleicht nicht so das Optimale, was wir machen können. Zum Anfang des Spielgeschehens, so in wirklich diesem Early-Stadium, wo wir jetzt uns gerade befinden, hier mit knapp Stufe 30, da bin ich immer noch auf jeden Fall stark dafür, dass man alle Schlüssel, so gut es geht, halt eben liegen lässt und versucht, so gut es geht, hier an Erfahrung zu bekommen, beziehungsweise an die 3 Sterne. Ne? Das ist mit dem Brunnen, fiel mir das jetzt natürlich ein bisschen schwer, auf jeden Fall. Aber ich wollte jetzt auch nur eine Quest machen, damit wir hier in Ruhe erstmal Gold uns holen können, beziehungsweise Gegenstände. Jo, dann nehmen wir mal noch das Item hier dazu. Und was haben wir hier? Glück? Nö. Und wir achten immer noch darauf, wir brauchen noch einen Ausdauertrank. Stärke, Ausdauer, okay. Intelligenz 6. Okay, ja, nehmen wir den mit, der ist besser. Okay, gut, dann haben wir tatsächlich erstmal schon soweit unsere Dinge aus dem Zauberladen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt in den Waffenladen rein und schauen mal, dass wir da noch uns die restlichen Equipment-Sachen uns zulegen. Schauen wir mal, was wir hier so bekommen werden. Ausdauer, okay. Geschick, Intelligenz. Warte mal. Hatte ich irgendein Item mit Geschick hier jetzt drin gehabt? Nee. Okay, gut. Ich dachte gerade, ich war jetzt auf Geschick hängen geblieben. Intelligenz, Ausdauer. Jo, das ist ein schönes Item. Das nehmen wir auf jeden Fall uns schon mal, führen wir uns schon mal zu Gemüte. Was haben wir noch? Gürtel haben wir jetzt damit erstmal abgeschlossen, würde ich sagen. Lassen wir erstmal außen vor. Eine Waffe wäre noch cool, wenn wir noch eine kriegen, die gesockelt ist. Das wäre noch sehr, sehr schön. Da die ja im Waffensockel-Slot der Edelstein doppelt zählt, wäre das auf jeden Fall noch ganz angenehm, wenn wir das noch hinkriegen würden. Ja, da haben wir schon mal was. Spanne ist okay, aber leider jetzt nicht so das, was wir jetzt unbedingt uns erwartet haben an Stat-Punkten. Den Hut können wir noch mitnehmen. So, jetzt gucken wir hauptsächlich nur noch nach einer Robe und Waffe, Handschuhe. Gut, Handschuhe könnte man auch neue nehmen. Das sind zwar epische, die wir haben hier.
allerdings ungesockelt. Und ja, von den Statpunkten her könnten wir da noch ein bisschen was rausholen. Okay, das war nicht das beste Item, was wir hier kriegen, aber es ist ein Doppelstat-Item. Die Rüstung ist ganz okay. Und ja, wir können halt sockeln, ne? Geschick, Ausdauer, leider nicht gut. Wir wollen noch Intelligenz haben, beziehungsweise, ja, Ausdauer, Intelligenz, irgendwie sowas in die Richtung. Das könnte man schon nehmen. Und das werde ich auch machen. Bevor wir hier noch lange rumfackeln, werden wir uns das erstmal auch reinziehen. Genauso wie das Item auch. Ja, machen wir. Wir tauschen das. Ich denke mal, das ist worth. Und jetzt nur noch Schuhe, Intelligenz und Glück. Nehmen wir auch einfach mal mit, ja. Haben wir hier komplett uns erstmal neu eingekleidet. Mal gucken. Warte mal. Was ich noch machen werde, ist das Arbeiterquartier noch einmal hochziehen, damit die... Ach, fuck. Stimmt ja. Ich habe ja jetzt gerade kein Gold. Aber das können wir regeln. Haben wir noch Festung-Event eigentlich hier gerade? Jo, okay, das müssen wir nutzen. Wir machen nochmal eine Quest, damit wir ein bisschen Gold haben zum Edelstein skippen. Normalerweise würde ich dafür jetzt halt in die Ehrenhalle gehen und würde dort ein paar Leute versuchen abzufarmen. Weil man dadurch halt den guten Nebeneffekt auch hat, dass man eben ja, sein Sammelalbum füllen kann. Deswegen mache ich das immer ganz gerne. Und ja, wenn man da jemanden hat, der ein bisschen Gold gibt, kann man sich da gleich ein paar Edelsteine holen, weil das Gold ist zum Anfang des Games wirklich sehr schwer zu bekommen. Allerdings werde ich jetzt hier, weil wir jetzt gerade ein Video machen, werde ich jetzt die schnellere Variante nehmen und das ist halt eben jetzt kurz mal eine Quest machen, auch wenn es jetzt nicht die effizienteste Art und Weise ist, sag ich mal, ne? Aber ja, was willst du machen? Okay, wir haben ein bisschen Ausdauer hier, das machen wir erstmal hier so rein. Die Glückssteine verwerten wir auch erstmal. So ist zum Anfang ja noch alles nicht so weltbewegend hier. Was ich noch ganz gerne... Okay, da haben wir wieder den Mangel an Gold. Ich hätte gerne einen Intelligenzstein in der Waffe drin, das wäre ganz cool, aber ich glaube, wir sollten auch erstmal so ein bisschen weiterkommen. Ich denke mal, das sollte klappen. Stufe 30 sollten wir safe hinkriegen heute. Damit wir noch dann den nächsten Dungeon hier freischalten können. Und ja, ich denke mal, dann sollte das hier nachher schon ein bisschen weiter nach vorne gehen. Heute nehmen wir uns mal ein bisschen die Zeit dafür, um das aufzuholen, was wir jetzt hier das ganze Wochenende sonst vertan haben. Ja, aber das war halt eben auch ziemlich stressig gewesen für mich persönlich zum Serverstart. Plus halt eben noch, denn, ja, weil ich momentan gerade auch Nachtdienst habe, da einen gescheiten Serverstart irgendwie mit ausreichend Schlaf dann auch hinzukriegen. Ja, demzufolge war das echt für mich schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Ne? Haben wir Glück mit Intelligenz? Jetzt leider nicht. Jo, dann versuchen wir erstmal noch weiter. Der sollte, denke ich mal, gleich liegen hier. Das ist auch jemand, der gibt uns ein Epic. Und das wäre cool, wenn es gesockelt wäre. Eine 3-Stat-Waffe wäre natürlich absolut Premium, muss ich sagen. Ich bin noch nicht sehr zufrieden mit der Waffe, die wir jetzt momentan gerade haben. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Jo, ich denke mal, ich hätte wahrscheinlich auch einen Ausdauerstein in die Waffe tun können. Dann hätten wir jetzt halt theoretisch einen Stein mehr, in der Theorie halt. Und der würde halt noch leichter liegen. Aber ich wollte halt eigentlich da einen Intelligenzstein reinknallen. Ich mache nochmal einmal Alu. Das ist wirklich nicht das Beste, was ihr machen könnt. Hier nehmt euch da bitte kein Beispiel. Normalerweise pusht ihr erst die Dungeons, macht alles fertig, was ihr so machen könnt. Versucht so gut es möglich euer Sammelalbum zu füllen, bevor ihr die Abenteuerlust macht. Das ist wirklich das Letzte, was ihr am Tag machen wollt. Damit ihr halt eben so gut es geht am Ende des Tages mit einem höchstmöglichen Level eure Alu spielt. Stufe 30 haben wir damit erreicht, das ist auch gut. Ja, dann nicht so viel verschwendet, wie ich es jetzt gerade hier in dem Fall tue. Ne? Aber ja, ihr wisst ja schon, wie es bei mir läuft. Ne? Wir machen hier nicht tryhard, deswegen. Aber ich will es immer nur mal so dazu sagen, dass ich da vielleicht jetzt so an der Spielweise jetzt da Leute vielleicht jetzt kein Beispiel dran nehmen, die jetzt vielleicht neu im Game sind oder so und sich da was abschauen wollen.
dafür haben wir ja in der Vergangenheit genug Guides gemacht, die halt eben die etwas bessere Spielweise erklärt. Und jo, genau, das ist hier einfach nur so ein bisschen, ja, aus Spaß an der Freude, was ja eigentlich auch so sein sollte, wenn man so ein Spiel spielt, ne? Ein bisschen zu leveln, ein bisschen Progress zu machen und ja. Genau, wir haben noch immer keinen einzigen Intelligenzstein gefunden hier auf dem Server, seitdem wir jetzt hier am Skippen sind. Also noch keinen einzigen Stein, der meinem Hauptattribut entspricht. Das ist jetzt der allererste, nach keine Ahnung wie viel Tries. Das Game denkt schon wieder, wir sind hier irgendwie Kundschafter oder so. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir sehr viel Glück, was die Glücksteine angeht. Ja, ein paar mehr Crits ist natürlich auch nicht verkehrt. Ja, und damit sollte jetzt eigentlich erstmal, sollten wir jetzt eigentlich erstmal ein paar Gegner besiegen können, ne? Aber wir versuchen jetzt erstmal den Steingiganten, der sollte jetzt innerhalb von ein paar Tries eigentlich jetzt auch direkt liegen. So, also der ging ja eben schon fast. Jetzt haben wir nochmal deutlich mehr Crit-Chancen. Da war eine Waffe aber ungesockelt, ne? Boah, ja. Oh, das ist schade. Das ist echt schade, Mann. Aber die Waffe ist, glaube ich, trotzdem besser als die wir jetzt haben mit Sockel. Oh, ich weiß nicht. Jetzt nicht mal wegen den Stats, aber auch die Spanne und so. Knapp 200er Spanne. Wir tryen mal ein bisschen. Wir gucken uns mal die Versuche an in den Dungeons hier. Es ist halt schwer einzuschätzen, gerade mit dem Nekromant, weil die Tries hier teilweise so random sind, kann man gar kein richtiges Resümee jetzt aus den Tries ziehen, welche jetzt besser sind, klar. Man kann natürlich jetzt mit SF-Tools und so hier jetzt rangehen an die Materie, wenn man das dann möchte. Ne? Aber ja, da sind wir jetzt wieder beim Punkt. Das ist es mir dann jetzt halt auch nicht worth, muss ich sagen. So, vergleichen wir mal einfach jetzt mit der Waffe, die ein bisschen schlechter ist von den Werten hier her, dafür aber einen Instein drin hat. Ja, ich sage euch, glaube ich, ehrlich so vom Gefühl. Okay, gut. Wollte ich sagen, war die andere Waffe jetzt. Hä? Hä? Ich dachte, hä? Ich dachte, ich habe den gemacht. Ich dachte, ich habe eben mit der gesockelten Waffe jetzt hier gekämpft. Okay. Ja, dann gucken wir uns das nochmal anhand der Albino-Ratte an. Wie hier jetzt die Tries aussehen mit der gesockelten Waffe. Ja, okay, gut, da brauchen wir gar nicht weiter drauf achten. Den kriegen wir so oder so schon hin. Was haben wir hier? Das wird, glaube ich, erstmal nichts werden. Und bei dem hier sieht es auch, glaube ich, erstmal schlecht aus, was so ja, die Prozentchancen angeht. Ist halt ein Magier, ne? Sind halt so eine Hardcore-Blocker. Er würde hier eventuell noch gehen mit einem sehr Lucky Try. Könnten wir den hier noch so versuchen aus der Reserve zu locken. Dadurch, dass ich halt die ersten 2 Tage nicht gespielt habe, haben wir halt eben heute verschissen, noch das Epic-Event irgendwie noch zu erreichen am Wochenende. Ne? Am ersten Wochenende ist ja immer noch ein Epic-Event, aber muss halt eben auf Stufe 50 sein. Hätten wir easy hinbekommen, wenn wir jetzt halt eben gespielt hätten, so, ne? Weil das halt eben jetzt nicht der Fall gewesen ist. Müssen wir halt eben mit den Konsequenzen leben. Ist so. Ja, wir gehen mal ein bisschen schneller rein hier. Ja, was könnte man jetzt noch machen? Also der, glaube ich, es liegt erstmal nicht hier. Ja, da sahen die Tries wirklich absolut bad aus. Wäre aber schön, nochmal den Endboss hier zu besiegen. Das ist halt ein Magier. Hier müssten wir gucken, dass wir eventuell, ja, vielleicht kriegen wir den, wenn wir full auf Int gehen würden. Bei dem bräuchten wir auch einen super Lucky Try hier irgendwie. Was man machen kann, ist, wir können versuchen, ja, mal schauen, ich guck mal, was der Waffenladen hergibt. Wir können halt versuchen, wir wechseln nochmal hier, uns mehr Damage ranzuschaffen in Form von Edelstein und eventuell noch eine krassere Waffe irgendwie zu erlangen, die von der Spanne her nochmal besser ist als diese hier, also vielleicht eine plus 200er Spanne, ich weiß nicht, was wir momentan finden können. 139, das können wir ja ganz kurz mal durchrechnen. 139 mal 1,5, 208. Okay, also knapp über 200 können wir tatsächlich finden an Spanne, anhand bemessen dieses Waffenschadens. Ja, und das wäre nochmal so vielleicht
Boah, 220. Okay, ist jetzt nochmal besser als diese hier. Von der, ja, da haben wir wahrscheinlich noch einen höheren Durchschnittsschaden, deswegen haben wir hier auch einen besseren Wert rechts raus, als das, was wir gerade ausgerechnet haben. Allerdings sind die Attribute da nicht so gut drauf, deswegen, ja, schauen wir mal kurz noch weiter. Und ja, was halt ziemlich teuer ist, wird gleich wieder das Steingeskippe werden. Ihr habt ja gesehen, wie unlucky das laufen kann. Int Ausdauer. Ja, das ist schon nicht verkehrt auf jeden Fall. Wir nehmen die mal mit. Wir müssen halt den Stein hier wieder verwerten. Ich glaube, das Ding verkaufen wir auch. Ja, und jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht noch ein paar Innsteine finden. Also wir brauchen jetzt wirklich Damage. Jo, das ist der erste. Okay, wir sind wirklich sehr unlucky, was das angeht. Wir tauschen auch ein bisschen Glück gegen Ausdauer aus. Das ist auch auf jeden Fall erstmal besser. Und der kommt hier in die Waffe rein. So, wir nehmen nochmal eine Quest an. Auch hier eher lieber Fan davon, das in der Ehrenhalle zu lösen. Aber wie gesagt, jetzt fürs Video ist das auf jeden Fall der schnellere Weg, jetzt an Gold zu kommen. Deswegen machen wir das jetzt mal so. Zack. Und achten aber trotzdem drauf. Okay, das sollten wir hinkriegen. Ja, hier unsere 3 Sterne zu bekommen, damit wir noch möglichst viel XP mitnehmen. Stufe 32, sehr schön. So, und dann gucken wir nochmal, ob wir hier ein bisschen Glück haben in der Mine mit den Innsteinen. Ja, es ist leider wieder dasselbe traurige Spiel wie die... Ja, obwohl beim letzten Serverstart, ich glaube EU13 war das, da hatte ich tatsächlich relativ viel Glück gehabt, was die Steine anging. Hier spielt mir das leider absolut nicht in die Karten. Wir haben einen Stein, haben wir gefunden, den wir jetzt austauschen können, aber ansonsten war das jetzt hier auch kompletter Gold Waste an der Stelle. Okay, da haben wir einen. Und noch einen zweiten. Gut, das ist schon mal gut. Was wir machen können, ist halt eben einfach nochmal skillen. Also wir haben ja wirklich extrem wenig in den Set-Punkten. Da müssten wir eigentlich deutlich mehr drin haben. Darüber könnten wir nochmal eigentlich gut was herholen. Und dafür nehmen wir jetzt auch nochmal hier eine Quest an, damit wir nochmal ein bisschen mehr Gold bekommen am Ende des Tages. Und ja, wo wir gerade am Ende des Tages sind, am Ende des Tages sollte man auch immer zu allerletzt das Glücksrad drehen. Das machen wir jetzt heute auch mal nicht, weil das gibt ja, je nachdem welches Level man gerade ist, am meisten Gold, weil sich das halt eben nach dem Level richtet. Mal gucken, ob wir Glück haben mit dem Gold. Einmal ein kleines Gold bekommen. Okay, ansonsten komplett reingeschissen, also gut. Ist auch nicht so schlimm, dass wir das jetzt gedreht haben, weil wir hätten da sowieso kein Glück gehabt, was das angeht. Und ja, jetzt knallen wir nochmal ein paar Stat-Punkte hier rein, damit wir hier ein bisschen besser aufgestellt sind. Das sollte schon vielleicht ein bisschen helfen. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn jetzt? Okay, wir haben leider immer noch meines Erachtens nach zu wenig Int. Auf jeden Fall. Wir haben mehr Ausdauer als Int von den Stat-Punkten auch her. Obwohl wir eigentlich das Gegenteilige haben müssten. Aber die Tries sehen jetzt schon sehr gut aus. Ja, das ist schön zu sehen. Den haben wir jetzt besiegen können. Das ist definitiv eine geile Sache. Die Waffe, denke ich mal, carried auch nochmal gut rein. Da müsst ihr halt eben wirklich drauf achten, immer eine schöne Spanne zu finden. Und ja, dann können wir da versuchen, das Beste draus zu machen. Was haben wir denn hier vom Vergleich her? Ist, glaube ich, vielleicht der sogar noch ein bisschen einfacher. Wir gucken mal. Aber ja, ich glaube, der sollte innerhalb von ein paar Tries liegen. Und ich überlege in der Zwischenzeit nochmal nach 1, 2 Steinen zu suchen. Wir haben momentan leider auch wieder kein Geld, no money, no stones. Ja. Aber den möchte ich ganz gerne noch mitnehmen, bevor wir nochmal in die Mine reingehen, weil umso höheres Level, umso bessere Steine auch wiederum natürlich. Ne? Und wir brauchen hier halt einen Lucky Try,
ja, guckt euch die Tries an und dann ist der down und dann haben wir unser Level up. Und das wäre auf jeden Fall sehr schön. Theoretisch wäre es, glaube ich, sogar noch machbar, Stufe 40 zu erreichen. Allerdings müssten wir halt wirklich jetzt da perfekt spielen, alles ausschöpfen, SA bis auf, ja, wir haben ja jetzt schon Tag 3. Am ersten Tag sollte das, ja, wenn man gut spielt, auf 40 plus sein. An Tag 3 kann man schon in deutlich höhere Gefilde gehen. Mal gucken, wo so die Leute hier oben sind jetzt. Ja, 50 plus auf jeden Fall. Ist definitiv machbar. So, wir gucken nochmal, wir skippen nochmal 1, 2 Steine. In der Hoffnung, In zu bekommen. Ne, soll leider nicht sein. Oh, gönnen wir uns nochmal einen Try. Okay, das ist sehr gut, nochmal einen mehr. Ausdauer haben wir mehr als genug. Wir tauschen einfach den schlechtesten Ausdauerstein, 40. So, dann ist das Verhältnis nämlich schon mal ein bisschen besser. Das ist okay. Also ich würde jetzt noch vielleicht ein bis maximal 2 Steine noch austauschen. Ausdauer gegen Int. Und dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. So, dann gucken wir nochmal den Steintroll. Das sollte jetzt der nächste Gegner sein, der jetzt auf unserer Liste ist, der jetzt liegen sollte. Und ja, dann wird es, glaube ich, schon nachher schwierig werden mit den Tries. Den Gegner, den ich jetzt hier gesehen hatte, in den Ruinen von Gnark, der sah schon nicht so einfach aus, muss ich sagen. Den Endboss im ersten Dungeon, der ist halt auch wirklich nicht so einfach. Und ja, haben wir den down, das ist sehr schön. Okay, ja, müssen wir schauen. Wie sieht es jetzt eigentlich wieder so equipment-technisch aus? Sind wir jetzt in den Gefilden, wo es sich jetzt schon lohnen würde? Warte mal. Achso, was wir machen können ist, wir sind ja jetzt gleich 35. Wir nehmen nochmal eine Quest an, damit wir kurz auf die 35 kommen. Was man jetzt easy machen kann, ist sich schon mal die XXL-Tränke holen. Die findet man schon auf 34, aber auf 35 noch besser. Deswegen, ja, nehmen wir das auch nochmal mit. Ganz easy. So, zack. Okay, da schießen wir weit übers Ziel hinaus. Da hätten wir auch ruhig auf den Schlüssel gehen können. 35, Zauberladen und XXL-Tränke suchen. Den nehmen wir auch mal gleich mit. Und dann, ja. Okay, da haben wir schon mal einen XXL-Trank, aber leider nicht von unseren Attributen. Und dann haben wir ja auch erstmal schon mal wieder etwas höhere Chancen in den Dungeons mit den besseren Pots, wenn wir da jetzt was finden. Ich will noch mal ganz kurz zwischenzeitlich gucken. Ausdauer, okay. Ja, von den Stats her besser auf jeden Fall. Doppelattribut, ne? Aber ja, ist jetzt für mich jetzt nicht worth. Oh nein, oh mein Gott. Alter, zum Glück kam der doppelt. Ich habe gerade schon wieder mein Leben an mir vorbeischwinden sehen, weil ich den Pot verpasst habe und ich dachte, jetzt, nee, den kriegen wir doch nie im Leben wieder. Okay, jetzt gucken wir nur noch nach Ausdauer und dann gehen wir nochmal in die Dungeons rein. Nehmen wir den nochmal mit? Nee, ist mir zu viel Gold jetzt für den Pot. Innerhalb von den paar... Hä? Habe ich den? Okay, ich habe den, gut. Innerhalb von den paar Tagen ist das Gold nachher nicht mehr so viel wert, aber jetzt momentan ist es mir dann doch noch einiges wert. Okay, wir schauen uns mal die Gegner an, aber ich glaube, hier ist erstmal so Feierabend. Oh mein Gott. Okay, ja, es ist halt der Nekromant, ne? Der Nekromant ist, ja, da kannst du hier was raushauen, ne? Das ist so. Deswegen, eigentlich wäre es klug, noch wirklich 1, 2 Instasteine mehr zu haben, um halt wirklich zu gamblen auf diesen perfekten Try. Diese Hounds müssen critten und wenn die critten, dann wäre es gut, wenn wir so viel Schaden wie möglich halt haben und wenn wir mehr Ausdauer als Schaden haben, dann critten die halt nicht so stark rein. Das ist halt das Ding, auf was ich hier so ein bisschen gamble. Der sieht machbar aus vom Ding her. Oh mein Gott, First Try. Oh, what the fuck. Aber auch leider ungesockelt. Ja, das ist wirklich extrem, extrem schade. Dann machen wir nochmal eine kleine Quest, damit wir nochmal kurz uns das Level up gönnen und dann
ja, gehen wir nochmal auf die Suche nach 1, 2 Innsteinen mit dem neuen Level Up und try nochmal ja, zum Schluss den Gegner, der jetzt eben gerade schon ganz gut aussah. Der gibt uns nämlich nochmal ein Epic, ein garantiertes, und das wäre natürlich ganz nice, wenn wir das kriegen. So, 36. Dann hoffen wir mal auf ein bisschen Glück. Na, okay, Glück haben wir bekommen. Ja, also nee, also jetzt nicht Glück, sondern in dem Sinne, nicht Glück in dem Sinne, sondern eher Glück mit den Innsteinen. Also nicht falsch verstehen, ja? Also Glücksteine wollte ich jetzt nicht haben hier. Geschick auch nicht. Rucksack voll. Oh Mann, Alter. Ja, das ist natürlich, das läuft natürlich wieder hier wie geschnitten Brot. Ach Mann, Alter. Ja, das wären jetzt halt wieder die Skillpunkte, die ich auch jetzt noch bitter nötig habe. Bitter nötig. Oh mein Gott, Alter. Uiuiuiuiuiui. Oh, aber ich hatte das Gefühl gehabt, jetzt kommt der zweimal in Folge. Okay, nice. Ist natürlich absolut gegambelt gewesen. Okay, so. Ja, jetzt den Rest werden wir dann halt eben nochmal in Skillpunkte investieren. Hier auch nochmal ein bisschen was hier rein. Die sind noch sehr günstig hier. Ausdauer ist noch ein bisschen günstiger. So, zack, 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 zack. Bisschen Glück. Und ja, jetzt heißt es nochmal Daumen drücken gegen den Gegner hier. Ja, der gibt uns hier ein garantiertes Epic. Schauen wir uns einfach mal die Tries so ein bisschen an und hoffen, dass wir jetzt noch mit einem Hound hier nochmal gut reinkritten. Den würde ich mir dann auch nochmal im Nachhinein sehr gerne anschauen, den Try, weil der ist schon sehr, sehr stark, der Gegner. Das muss schon wirklich ein sehr guter Try werden, wenn wir den besiegen wollen. Wie sieht es statpunkt-technisch aus? 920 zu 640. Und hier haben wir 960 zu 600. Okay, ja, ich glaube, der ist ein bisschen besser als der andere Gegner. Wir versuchen es einfach. Ja, wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, wir geben ihm ein paar Tries hier auf jeden Fall. Und gucken uns nochmal an, was wir hier für ein Epic bekommen denn, falls er jetzt liegen sollte. Ja, und dann haben wir jetzt nochmal so ein bisschen was rausholen können jetzt nochmal am Sonntag. Ne? Das, was mir jetzt halt eben in der Macht stand zu tun, jetzt in der kurzen Zeit, sag ich mal, die mir jetzt gerade zur Verfügung steht. Ja, aber der liegt. Also der muss liegen. Also die Tries, die wir jetzt hier gerade gesehen haben, die sahen schon sehr vielversprechend aus. Ja, das ist jetzt eine Frage der Pilze auf jeden Fall, die uns hier ja, bevorsteht. Ich glaube, der würde uns nicht mal ein Level abgeben. Also ich glaube, wir erreichen nicht mal Stufe 37 durch den. Allerdings bin ich eher scharf auf das Epic, wenn da eine richtig geile 3-Stat-Waffe rauskommt mit perfekter Spanne, guten Werten und wir da nochmal einen Innstein reinkloppen können, dann sehe ich sogar Potenzial, den Dungeon 8 von 10 unten noch zu besiegen, den wir jetzt eben gerade nochmal leicht versucht haben. Jo. Das ist so jetzt für mich das Interessante mehr so, das Epic, was da rauskommt, weil wir halt leider uns keine Epic-Waffen erblättern können momentan gerade, weil wir noch nicht Stufe 50 sind. Und deswegen müssen wir halt eben da drauf hoffen. Und wir haben ja jetzt auch wieder ein paar Level-Ups gemacht. Das heißt, die Waffe würde vielleicht sogar einigermaßen schmecken, die da rauskommt. Wir schauen noch mal kurz bei uns nach, was wir jetzt... Ja, obwohl es ist jetzt nicht so krank viel, ne? Ist jetzt noch nicht so krank viel mehr, was wir jetzt hier gemacht haben, aber ja, die Spanne könnte noch ein bisschen besser sein, wir tryen es einfach. Aber so eine 3-Stat-Waffe gesockelt, das wäre schon ein Gamechanger auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall so die letzte Task, die wir jetzt hier heute im Video machen. Und ja, ist jetzt die Frage, bis wie viel Pilze gehen wir runter? Ich würde sagen, wir machen es einfach so ein bisschen nach Gefühl. Ne? Bisschen nach Gefühl, wie es aussieht. Aber das wäre auf jeden Fall ein guter Abschluss für die Folge heute, würde ich mal sagen. Ja. Mal gucken. Ein paar Tries sahen hier wirklich schon so aus, als ob, ja, hier schon wieder guter Try dabei gewesen.
Ich weiß nicht, ob das an der Connection liegt oder so, oder ob ich zu schnell hier durchenter, aber ich habe das Gefühl, dass man zwischenzeitlich die Tries nicht so richtig sehen kann, auf wie viel Leben der runtergeht. Man hat so Tries dabei, okay, da sieht man das, aber manchmal skippt man da so schnell durch, so wie jetzt gerade, da hat man dann gar nicht sehen können, auf wie viel Leben der jetzt eigentlich runtergegangen ist. Und das finde ich sehr schade, weil die Tries würde ich halt auch sehr gerne sehen. Es reicht ja eine Millisekunde, wenn das da ist und man das so ungefähr wahrnimmt, auf wie viel der runter war jetzt vom Leben her. Aber von den knappen Tries, die man gesehen hat, ja, waren da ja welche dabei mit vielleicht so 5 bis 10% am restlichen Leben noch. Ach, Mann. Ja, das ist, da stehen wir wieder nun hier, ne? Wie oft hatten wir schon so eine Situation gehabt? Ja. Und entweder bricht er uns oder wir brechen ihn. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Im Angesicht, ob sich das jetzt hier gerade noch so lohnt, würde ich auf jeden Fall sagen, nö. Da würde ich dann doch eher an anderen Eckpfeilern dann meine Pilze investieren hier, als in den Dungeon-Gegner rein. Aber jetzt ist es halt eben einfach, ne, einfach fürs Video. Ne? Einfach, wäre ein cooles Ereignis, wenn er hier noch fallen würde, auf jeden Fall. Ne? Ein kleiner Spannungsbogen. Ich meine, ich muss euch jetzt auch nicht zeigen, wie ich hier durch die Ehrenhalle durchgehe und mein Sammelalbum fülle. Da finde ich auf jeden Fall jetzt das hier ein bisschen spannender auf jeden Fall, als das Sammelalbum zu füllen. Ist jetzt auch nicht unbedingt eine Aufgabe, die mir extrem viel Spaß macht. Im Gegensatz zum Dungeons pushen hier. Ne? Boah, Alter. Das ist hart. Das ist sehr hart und das ist auch sehr happig, muss ich sagen. Also, der hat bestimmt nicht viel Prozentchancen. 0,05 oder so, wenn überhaupt. Schätze ich den so ein. Aber ja, das ist krass. Schade. Ich hätte gern gesehen, was wir da für ein Epic rausbekommen. Es wäre aber auch mega enttäuschend, wenn da jetzt irgendwie ein ungesockeltes All-Stat-Item rauskommt. Das wäre der maximale Bruch. Also dann würde ich auch den Server hier instant aufhören zu spielen, muss ich sagen. Ja, das wird mich dann jetzt hier dann doch nochmal extrem brechen. Ja, wie weit wollen wir runtergehen? Ist jetzt die Frage, ne? Wir gehen auf 2600. Ich denke mal, dann haben wir hier genug rein investiert in den Gegner erstmal. Und ja, wenn er bis dahin liegt, freut es mich. Wenn nicht, dann soll es so sein. Ne? Dann liegt er irgendwann anders auf jeden Fall. Aber ja, wir haben hier, denke ich mal, jetzt schon genug Pilze reingesteckt, um sagen zu können, okay, wir geben ihm mal einen Try. Ne? Ja, na, es sieht mir aber nicht danach aus. Sehr schade, sehr, sehr schade. Ja, obwohl wir ein paar Mal wirklich knapp davor gewesen sind. Ne? Es war wirklich teilweise sehr, sehr knapp gewesen hier bei dem Gegner. Und deswegen hätte ich den Try gerne gesehen. 10 Versuche noch. Und dann war es das hier gewesen. 4, 3, 2, 1 und der letzte Try. Gucken wir uns das an. Startet schon mal schlecht mit dem Mietschild. Können wir nicht viel machen. Ja, schon wieder Mietschild. Wird nichts. Wir brauchen halt den Hound. Und dann würde das halt auch was werden. Ja. Ich würde mal ganz gerne sehen, wie die Crits so aussehen hier gegen ihn. Ja, aber dann müssen... Oh! Aber dann müssen die halt auch critten. Stellt euch mal vor, das Problem ist halt, dass wir halt momentan fast gar keine Crit-Chancen haben, deswegen critten wir auch sehr selten. Aber hätte einer von den 4 Hounds, die wir jetzt gerade hatten, hätte einer von den 4 nur einmal gekrittet, dann wäre der down gewesen, ne? Ja, schade, schade, schade. Aber mit der Crit-Chance, da machst du halt auch nichts, ne? Daran lag es jetzt auf jeden Fall. Die Crit-Treffer-Chance ist zu gering gewesen. Ist aber auf jeden Fall besser, trotzdem Int- und Ausdauersteine zu haben als Glückssteine, denke ich mal. Und ja, das war es erstmal soweit von mir. Wir konnten hier ein bisschen aufholen, ja, was ganz okay ist. Und ich denke mal, die Folge geht jetzt auch lang genug. Deswegen lasse ich euch jetzt auf jeden Fall in Ruhe. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.